Hi, ich bin Jordan und ich zeige dir heute 2 einfache, aber effektive Tipps, worauf du bei deinen Online-Bewertungen als Gastronom achten solltest. Kundenbewertungen können dir unglaublich dabei helfen, deine potenziellen Gäste von deinem Angebot zu überzeugen. Sie haben nicht nur einen psychologischen Effekt auf den Leser, sondern auch auf das Suchmaschinen-Ranking. So, dass dein Geschäft eher bei Suchergebnissen gelistet wird. Daher zeige ich dir jetzt, wie du am besten mit Kundenbewertungen umgehst. Bevor wir direkt mit den Tipps loslegen, am Ende gibt es noch einen kurzen Rückblick über aktuelle Geschehnisse in der Gastronomie. Also bleib bis zum Ende dran, um auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Und los geht's mit den Tipps und Tricks dieser Woche. Eine Umfrage von Bright Local ergab, dass 73% der Kunden aufgrund positiver Kundenbewertungen mehr Vertrauen in ein Unternehmen haben und 57% der Kunden besuchen die Website eines Unternehmens, nachdem sie positive Bewertungen gelesen haben. Das bedeutet auch, dass Unternehmen, die auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Online-Markt wachsen wollen, auf zufriedene Kunden angewiesen sind, die ihre Erfahrung positiv bewerten, um überhaupt Besucher auf ihre Website zu locken. Hast du es erst einmal geschafft, dass potenzielle Gäste bei dir auf der Website sind, musst du auch direkt dafür sorgen, dass sie von deinem Geschäft überzeugt sind. Gewinne das Vertrauen der Gäste nicht nur mit einer schönen und informativen Website, stärke das Vertrauen, indem du ihnen zeigst, wie andere Gäste über dein Geschäft denken. Viele Bewertungsplattformen bieten Widgets an, die deine aktuelle Bewertungspunktzahl anzeigen und lassen deine potenziellen Gäste auch die Plattform besuchen, um Bewertungen bisheriger Gäste durchzulesen. Es ist daher absolut empfehlenswert, einen extra Abschnitt für Bewertungen von Gästen auf deiner Website einzurichten. Das hilft dir dabei, Gäste von der Qualität deines Angebots zu überzeugen und lässt Besucher auch länger auf deiner Website stöbern. So erhöht sich die Chance, dass die Besucher deiner Website auch direkt bei dir reservieren. Außerdem verbesserst du so auch dein Suchmaschinen-Ranking. Neue Bewertungen auf deiner Website bedeuten auch zusätzlicher Inhalt. Behalte bei der Präsentation der Bewertung stets im Hinterkopf, was deinen Gästen wichtig ist. Nicht nur die Bewertungspunktzahl ist wichtig, sondern auch, wie viele Bewertungen du erhalten hast, dass deine Bewertungen aktuell sind und dass diese über einen unabhängigen Drittanbieter gesammelt werden. Beachte dabei auch, die Quelle der Bewertung anzugeben. Konsumenten achten nämlich immer mehr darauf, wie Bewertungen von Unternehmen gehandhabt werden. Jetzt weißt du, wie wichtig das richtige Handling deiner Bewertung ist. Nun müssen wir aber auch dafür sorgen, dass du regelmäßig neue Top-Bewertungen erhältst. Wie wir wissen, ist es wichtig, aktuelle Bewertungen zu haben. Denn wenn du eine hohe Bewertungspunktzahl hast, aber in dem letzten Jahr nur 3 Bewertungen zu deinem Geschäft geschrieben wurden, weckt das nicht so viel Vertrauen bei den Gästen, als hättest du in dem letzten Monat 30 Bewertungen, die im Schnitt als gut bewertet wurden, erhalten. In den seltensten Fällen ergreift ein Gast Eigeninitiative und hinterlässt eine Bewertung. Außer der Gast hatte ein äußerst positives Erlebnis in deinem Lokal oder genau das Gegenteil geschah und es war eine sehr negative Erfahrung. Jetzt ist die Angst selbstverständlich groß, eine negative Bewertung zu erhalten. Doch die Praxis zeigt, dass Gäste eher dazu tendieren, sich positiv auszudrücken. Deine Gäste zu einer Bewertung zu drängen, ist keine gute Herangehensweise. Nutze zum Beispiel ein Reservierungssystem, das deine Gäste via E-Mail informiert, ist es ein leichtes, deine Gäste nach ihrem Besuch diskret via E-Mail nach Feedback zu fragen. Es gibt auch Tools mit solch einer Feedback-Funktion, die sich auf deiner Website integrieren lassen. Der Vorteil bei der Optimierung deiner Bewertung ist, dass du einen Stein ins Rollen gebracht hast, der weitere Steine ins Rollen bringt. Hinterlässt ein zufriedener Gast eine positive Bewertung, überzeugt dies neue Gäste, dein Lokal zu probieren und bei dir zu reservieren. Die neuen Gäste kannst du nun auch wieder diskret um ein Feedback bitten und so sammelst du mit der Zeit immer mehr Bewertungen. Mit Dish Reservation kannst du ganz einfach bei deinen Gästen, die bei dir reserviert haben, ein Feedback zu ihrem Besuch einholen. Sende ihnen eine E-Mail und bitte sie freundlich darum. Das Coole dabei ist, sobald ein Gast dir eine Bewertung hinterlassen hat, kannst du diese direkt auf deiner Website veröffentlichen. Kommen wir nun zu einem kurzen Wochenrückblick mit den aktuellen News in der Gastronomie. Die neuen Corona-Einschränkungen treffen das Gastgewerbe wieder besonders hart. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband drängt auf wirksame Unterstützung der Branche, damit Existenzen und Arbeitsplätze gesichert werden. Die Corona-bedingten massiven Umsatzeinbußen gefährden die Zukunft des Gastgewerbes, erklärt DEHOGA-Präsident Guido Zöllig. Im zweiten Lockdown hat die Politik der notleidenden Branche wirksame Unterstützung geleistet. Wenn unsere Betriebe jetzt wieder geschlossen werden, wie bereits in Bayern und Sachsen, brauchen wir wirksame Überlebenshilfen. Aber auch in geöffneten Betrieben sei die Lage durch massenhafte Stornierungen fatal. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen ist die bloße Verlängerung der Überbrückungshilfe 3+ nicht ausreichend, betont Zöllig. Wir fordern ein Rettungspaket, das die Verbesserung der Corona-Hilfen für alle betroffenen Unternehmen beinhaltet, die Fortgeltung aller Corona-Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld sowie die Entfristung der Mehrwertsteuersenkung für Speisen mit Einbezug der Getränke. In dieser dramatischen Lage erwarte ich eine Politik, die Mitarbeitern wie Unternehmern Planungssicherheit und Perspektiven gibt.
Der Mehrheit der Deutschen geht es nicht schnell genug mit der Digitalisierung. Gut die Hälfte empfindet das Tempo als zu langsam, weniger als ein Drittel hält es für genau richtig, zu schnell geht es nur für 14%. Das ist das Ergebnis einer Befragung von mehr als 1000 Wahlberechtigten in Deutschland. In der Bevölkerung gibt es einen breiten Rückhalt für den digitalen Aufbruch, den sich die angehenden Ampelkoalitionäre vorgenommen haben. Deutschland hat es sich in den vergangenen Jahren zu bequem gemacht und beinahe tatenlos zugesehen, wie andere Länder digital davonziehen, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Das war unser Tipps- und Tricks-Video mit einem kleinen Newsrückblick für diese Woche. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, sei es ein Daumen nach oben oder ein Kommentar darüber, wie dir das Video gefallen hat. Um keine weiteren Videos rund um das Thema Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.